Ganz egal, wie viel du für dein Tattoo bezahlt hast, du kannst es letztendlich selber kaputt machen, indem du es falsch pflegst. Damit du die häufigsten Fehler vermeiden kannst, schau dieses Video bis zum Ende und ich verrate dir alles, was du wissen musst zum Thema Tattoo-Pflege. Mein Name ist AJ und ich leite euch heute durch dieses Video. Mythos Nummer 1. Die Folie muss lange auf dem Tattoo bleiben. In der Regel benutzen die meisten Tätowierer, vor allem im Fineline- und Contemporary-Bereich, heute sogenannte Second Skin. Circa 4 Stunden bis zu 2 Tagen drauf lässt. In manchen Fällen lassen Tätowierer es 3 Tage drauf. Länger solltet ihr das aber nicht machen. Wenn Frischhaltefolie verwendet wird, dann sollte diese relativ schnell gewechselt werden. Das Wichtigste ist, das Tattoo ist im Endeffekt nicht mehr als eine offene Wunde mit etwas Farbe drin. Das heißt, es muss genügend Sauerstoff an die Wunde rankommen. Ihr müsst es atmen lassen, dürft es nicht zu überstrapazieren. Es darf kein Schweiß rankommen. Kommt auch absolut auf den Tattoo-Style an, ob es Fineline, Vollfarbe, Black and Gray, Realismus ist, wie lange die Folie drauf bleibt. Bei vollfarbigen Tattoos, wie zum Beispiel von unseren Künstlern Dave Paulo oder Chiho, empfiehlt es sich, dieses Second Skin entweder nach dem ersten Tag schon zu wechseln, da viel mehr Wundflüssigkeit entsteht, oder direkt eine andere Verpackungsmethode anzuwenden. Mythos Nummer 2. Viel hilft viel. Falsch. Beim Eincremen ist das definitiv der falsche Ansatz. Ihr müsst euer Tattoo mit einer geeigneten Tattoo-Pflegecreme eincremen. Das allerbeste ist natürlich die Mami I'm Sorry Tattoo-Creme, Mamis Best. Was soll ich euch sagen, Freunde? Auf Kokosnussölbasis, von uns selber entwickelt, getestet, jahrelang, ist das Beste, was ihr eurem Tattoo antun könnt. Am allerbesten cremt ihr es öfter am Tag ein, immer mit einer ganz dünnen Schicht. Faustregel ist, sobald ihr nach dem Eincremen noch Creme auf dem Tattoo seht, habt ihr zu viel eingecremt. Mythos Nummer 3. It smells like roses. Nur weil eine Tattoo-Creme gut riecht, bedeutet es nicht, dass sie dementsprechend die richtigen Wirkstoffe beinhaltet, um euer Tattoo schneller zu pflegen oder besser zu schützen. Wenn Parfüme oder andere chemische Stoffe in der Creme enthalten sind, ist es eher sogar negativ für die Wundheilung, da genau diese Stoffe nichts in einer offenen Wunde wie in einem Tattoo zu suchen haben. Denn was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, ist, dass sich dieses Tattoo irgendwie entzündet. Deswegen nehmt ganz plain eine Wundheilsalbe, in der Panthenol enthalten ist, vielleicht auch etwas Urea, vielleicht ist sie auch auf Kokosnussölbasis. Mythos Nummer 5. Eine dicke Kruste bedeutet, dass das Tattoo richtig schlecht gestochen wurde. Eine dicke Kruste kann definitiv verschiedene Ursachen haben. Es kommt ganz darauf an, in welcher Stilrichtung das Tattoo gestochen ist. Wenn jetzt sehr viel Schwarz verwendet wurde oder vielleicht sogar ein Blackout gestochen wurde, dann ist es relativ üblich, dass sich eine großflächige Kruste bildet und diese sich schält. Jedes Tattoo schält sich ein bisschen, denn jedes Tattoo hat Minimum eine leichte Kruste drauf. Deswegen seht ihr dann, wenn ihr mit Mamis Best Pflegecreme das Tattoo eincremt, so leichte schwarze oder bunte Fetzen an euren Fingern nach dem Eincremen. Sollte sich aber eine übermäßige Kruste bilden und die vielleicht auch noch ein bisschen saften oder so, dann chances are, es wurde vielleicht ein oder andere Fehler beim Stechen gemacht. Mythos Nummer 5. Tattoo-Kruste sollte man abkratzen. Wo hast du diese ganzen Mythen her? Das ist absoluter Quatsch. Nein, auf gar keinen Fall. Bildet sich immer eine ganz leichte Kruste auf dem Tattoo. Wenn ihr die zu früh abkratzt, reißt, dran zieht, nehmt ihr Farbe mit raus. Das heißt, ihr stört die Pigmentierung des Tattoos, es werden leichte Lücken darin entstehen. Diese muss man nachstechen. Generell ist bei uns innerhalb der 6. Monate natürlich ein Nachstechen inklusive, aber unnötiges Nachstechen wollen wir vermeiden und am besten ist es, wenn das Tattoo nach the first pass sitzt. Mythos Nummer 6. Tattoos jucken. Das ist kein Mythos, das stimmt. Tattoos, frische Tattoos, die in der Heilphase sind, jucken. Das ist sehr nervig und ihr dürft auf gar keinen Fall kratzen. Denn beim Kratzen zieht ihr Kruste mit ab, ihr nehmt Pigmente aus dem Tattoo und das Tattoo leidet in der Qualität. Es kann auch sein, ihr bringt Dreck ins Tattoo rein durchs Kratzen und dadurch entzündet sich die Tätowierung. Cremt ein bisschen ein, wenn es zu sehr kratzt, das mildert manchmal. Ein Tipp, den habt ihr nicht von mir, leicht draufschlagen, hilft manchmal. Mythos Nummer 7. Mein Tattoo muss desinfiziert werden. Frisch nach dem Tätowieren, bevor ihr eingepackt werdet, wird das Tattoo einmal desinfiziert. Manche nehmen Octenisept, manche nehmen Bektin, manche nehmen Sterilium. Danach solltet ihr während der Heilphase das Tattoo auf gar keinen Fall desinfizieren. Da darf kein Sterilium, kein Handdesinfektionsmittel etc. ran. Das ist zu aggressiv für die frische Wunde. Es kann sein, ihr beschädigt das Tattoo, wenn ihr es desinfiziert. Mythos Nummer 8. Alle Cremes sind doch das gleiche und ich benutze einfach meine Bodylotion. Nein, ihr könnt Bodylotion sehr
sehr, sehr gerne verwenden, circa 2 Wochen nach dem Tätowieren, wenn das Tattoo schon vollständig abgeheilt ist. Während der Tattoo-Heilphase in den meisten Bodylotions sind entweder zu viele Fette drin, zu viele Parfümstoffe oder nochmal zu viele andere Stoffe, die für die Heilung nicht so geeignet sind. Deswegen empfehle ich euch vom ganzen Herzen, nehmt, nein, keine Werbung jetzt, nehmt einfach eine Tattoo-Pflegecreme. Mella, wie heißt die beste nochmal? Mamis Best Tattoo-Pflegecreme. Hört auf Mella. Mythos Nummer 9. Vaseline ist die beste Pflege, weil das sagen die Leute aus den 80er. Vaseline ist das Schlimmste, was ihr eurem frischen Tattoo antun könnt. Natürlich verwenden wir beim Stechen entweder Vaseline oder Hustle-Butter oder ein anderes Präparat, das nämlich die Haut beim Tätowieren schön geschmeidig, feucht und fettig zu halten, damit die Nadel besser reinkommt. Bei der Pflege ist es absolut fehl am Platz, weil sie die Poren verstopft, viel zu fettig ist, viel zu dick ist. Es bleibt viel zu viel Dreck daran hängen. Es ist ein absolutes No-Go. Nehmt keine Vaseline für euer frisches Tattoo. Mythos Nummer 10. Wer braucht schon eincremen? Gar nicht eincremen ist doch auch vollkommen okay. Ich bin euch ehrlich, kommt aufs Tattoo an. Bei den meisten Tattoos sage ich, nee, eincremen solltet ihr definitiv. Vor allem die Tattoos, die wir bei uns stechen. Bei anderen Tattoo-Styles wird es teilweise von den Künstlern empfohlen, nicht einzucremen. Zum Beispiel im Traditional oder American Traditional empfehlen viele Künstler, die ersten 1-2 Tage es nicht einzucremen. Erstmal sich eine Kruste bilden zu lassen. Dann, sobald die Kruste weg ist, dann einzucremen. Aber in unserem Contemporary Fineline Bereich empfehlen wir euch 100%ig. Cremt das Tattoo ein, 4-5 Mal am Tag. Immer eine sehr dünne Schicht. Mythos Nummer Platzhalter. Nachdem ich mein Tattoo gestochen habe, kann ich doch einfach am Strand chillen, in der Sonne das Tattoo heilen lassen. So viele Fehler in diesem Satz. Als allererstes geht nicht in die Sonne mit dem frischen Tattoo. Euer frisches Tattoo solltet ihr mindestens 2 Wochen vor Sonne schützen. Danach, wenn ihr in die Sonne geht, immer Sonnenschutzcreme auftragen. Ihr solltet auf gar keinen Fall schwimmen gehen mit eurem frischen Tattoo. Erst recht nicht in Chlorwasser. Salzwasser ist nach 2-3 Wochen okay, sogar relativ förderlich für die Heilung. In den ersten Wochen absolut gefährlich für das Tattoo. Erstmal kann die Heilung beeinflusst werden. Im Wasser können Bakterien sein, die in die offene Wunde kommen können. Dadurch im schlimmsten Fall auch noch zu Infektionen führen. Nicht in die Sauna gehen, da gilt genau das Gleiche. Und ihr wisst, die besten Tattoo-Tipps gibt es doch immer noch bei uns im Studio. Wenn ihr euch bei uns tätowieren lasst, beantworten wir euch alle Fragen, die ihr so zum Thema Tattoo habt. Wenn ihr vorab schon Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wir lesen uns alles sehr, sehr gerne durch. Wie sage ich jetzt an, dass ich gerne hätte, dass ihr abonniert und einen Daumen hoch da lasst.